bist du, ja, Mawlana Sheikh Abdullah Faiz Al-Saim, Sheikh Muhammad Nazim Al-Akhani Medet, ja, Sheikh Muhammad Al-Rabbani, ja, Rijalullah Medet, Tarikatuna Sopa Khairu fi Jamia. Bismillahirrahmanirrahim. Sheikh Omar, du hast eine Frage. Kannst du die nochmal wiederholen? Ja, die Frage war, wie man den Unterschied erkennen kann zwischen Gefühl auf der einen Seite und Intuition und Inspiration auf der anderen Seite. Mhm. Wobei ich schon weiß, dass dass Gefühle vom Ego getriggert sind und deswegen trügerisch sind. Wohingegen ich auch weiß, dass Inspirationen und Intuitionen von Allah gegeben sind und daher positiv sind. Ja? Mhm. Aber wie kann man den Unterschied erkennen? Weil die Wirkung auf das Wesen ist ja die gleiche, es impliziert eine Handlung. Also sowohl das Gefühl als auch eine Intuition erreicht im Wesen eine Handlung. Ja. Das ist vielleicht ein bisschen unglücklich ausgedrückt, aber ja. Nee, schon klar. Also die Frage ist, Bismillahirrahmanirrahim, wie unterscheiden wir zwischen Gefühl, also Emotionen einerseits und andererseits Intuition oder Inspiration auch. Und Sie sagen, unser Sheikh und der Masheikh sagen, dass die Gefühle haben keinen großen Wert sozusagen, weil sie mit dem Nafs Ammara Bisu direkt verbunden sind. Ja, so. Und auch mit den Gedanken. Ja, dass die Gedanken triggern, die bringen Gefühle hervor. Also, die Seele, die assoziiert dann das, was schon mal war, ja, assoziiert dann mit bestimmten Gedanken und dann kommen diese Gefühle der früheren Erlebnisse kommen wieder hoch oder der Hoffnung oder was auch immer. Ja, es dreht sich jedenfalls ums Nafs Ammara Bisu, ums Ego letztendlich. Auch die Gedanken meistens, ja, die können wir natürlich nicht so beeinflussen, die Gedanken, weil sie eben, die kommen. Die kommen und die kann man nur so, also beeinflussen kann man sie nicht, obwohl sie in einem gewissen Zustand des Suchenden schwächer werden, auf jeden Fall in ihrer Wirkung schwächer werden. Ja, wenn ich meine Gedanken nicht so ernst nehme und mich nicht damit identifiziere, sondern sie beobachte, das haben wir ja schon oft gesagt, dann haben die nicht so eine Wirkung. Ja, und ich kann auch dann die Emotionen mit Abstand und mit Distanz betrachten. Und wenn du eine Intuition hast, eine Inspiration, da macht man auch nochmal eine Unterscheidung zwischen shaitanischer Inspiration und göttlicher oder engelhafter Inspiration. Und da sagt man, sagen sie, dass die göttliche Inspiration wird begleitet von Ruhe, von Ruhe, Ruhe, von Ruhe, ja. Und die shaitanische Inspiration ist eine, die agitiert dich. Da wirst du ganz aufgeregt und läufst dahin und ja, und jetzt auch hier. Das ist dieses Agitierte, ist ein Zeichen, dass Shaitan das schickt. Warum? Warum ist die göttliche Inspiration, die Intuition des Göttlichen oder des Engelhaften beruhigend, ausgleichend? Weil sie ist ausgleichend, ist ein Zeichen, dass sie übereinstimmt mit dem, was Allah will. Sie stimmt überein mit Scharia,
mit Halal, mit dem, was Allah will, kannst du sagen, in einem Satz. Mit dem, was Allah will, stimmt die Intuition überein, deswegen bist du ruhig. Weil du bist nur ruhig und nur zufrieden, wenn dein Herz mit Allah ist, sagt man. Ja, wenn du dein Herz Zikrullah macht sozusagen, wenn du an Allah denkst. Und es wird dich beruhigen und glücklich machen, wenn du etwas tust, von dem du weißt, dass Allah es liebt. Ja, und deswegen schickt er dir, deswegen ist das göttlich, schickt er dir diese Intuition, das kann nur von ihm kommen, wenn es übereinstimmt mit seinem Willen. Es muss von ihm kommen. Das heißt ja auch, wen Allah liebt, den führt er zum Islam. Ja, Allah ist ja Al-Hadi und er führt zur Wahrheit, wen er will und er führt weg, wen er nicht will. Das ist sein Geheimnis und seine Qadr, seine Entscheidung. Ja, das heißt, er liebt, wenn er so einen liebt, so einen Menschen, dann schickt er ihm Intuition. Ja, Intuition. Zum Beispiel derjenige, der irgendwie suchend ist oder ein offenes Herz hat oder ja, Allah schickt ihm einen Menschen, den er liebt oder vertraut, erstmal mag und vielleicht dann liebt und vertraut. Wieso vertraut er dem? Das ist ja auch eine Intuition. Das ist eine Inspiration und eine Intuition auch. Ja, du kannst ja auch genauso sagen, es gibt ja auch die anderen, die ihn nicht akzeptieren, den Propheten nicht akzeptiert haben, obwohl sie ihn auch gesehen haben, die waren gegen ihn, die waren von Shaitan, wurden die inspiriert zu sagen, nein, nein, nein. Und die Gefährten, die mit dem Propheten waren, sallallahu alaihi wasallam, die wurden inspiriert zu sagen, ja, ja, ja. Ja, deswegen ist es schon mit Intuition und Inspiration. Das ist auch natürlich, kommt es durch dein Verständnis, was du hast. Ja, was richtig und was falsch ist. Dein Akl, ja, dein Akl. Ja, deswegen muss man Gefühle sind halt gefährlich, weil Gefühle, wir lieben auch Gefühle und so, Liebesgefühle oder irgendwie verschiedene Arten von Gefühlen und hängen dann da dran. Und ziehen dann unsere Schlüsse auch und denken dann von uns dies und jenes und so. Und dann ist es aber nicht so. Ja. Intuition spielt immer mit und Inspiration. Und die ist göttlich, wenn sie sich beruhigt. Wenn du eine Lesson hörst von Maulana Sheikh und dann hörst du das und dann an bestimmten Stellen dieser Suhbat verstehst du plötzlich etwas, sagen wir mal. Oder es geht dein Herz auf. An bestimmten. Nicht bei allem vielleicht, ja, verstehst vielleicht nur die Hälfte oder ein Drittel oder ein Zehntel oder irgendwas, aber irgendwann ja, geht dein Herz auf an bestimmten Stellen. Das ist auch eine Intuition, eine Inspiration, eine göttliche. Ja, die kommt dann von Allah, aber die kann sein, dass die kommt dann direkt vom Herzen des Scheichs in dem Moment, wenn es von seiner Suhbat ist. Ja, wenn du angeschlossen bist mit ihm. Ja, deswegen ist die Rabita so wichtig, Rabita. Ja, wenn du dich verbindest, ja, wenn du wissen willst, was los ist, wenn man unsicher ist, sich verunsichert fühlt, ja, dann hilft die Rabita mit dem Scheich. Wenn sein Herz verbindet mit dem Herzen des Scheich, dann kann man unterscheiden. Ja, was ist richtig, was ist falsch, was ist jetzt eine Illusion, was ist eine Vorstellung.
Ja, Gefühl arbeitet ja mit Vorstellungen ohne Ende. Ja. Und das Ego ist die Vorstellung überhaupt. Das Ego ist die Urvorstellung, weil das Ego stellt sich vor, dass es unabhängig ist. Hat eine Wahnvorstellung, wir sagen im Deutschen, die hat und lebt auch die Wahnvorstellung, dass es unabhängig ist, existiert, unabhängig. Und machen kann, was es will sozusagen und entscheiden und klug ist und schlau und dies und das und das. Ja, das ist Nafs, Amarabisu, Ego. Ja, das ist, und deswegen gibt es so viele Vorstellungen, ja, diese Vorstellungen von deiner Zukunft und auch von deiner Vergangenheit, alles Mögliche, was du dir vorstellst, sind nicht Realität. Intuition und Inspiration, göttliche, führen dich zur Realität. Deswegen machen die dich ruhig, die machen dich friedlich, die geben dir Frieden, die geben dir Schönheit, die geben dir Gewissheit. Leider sehr selten diese Momente. Wie bitte? Leider sehr selten diese Momente, das ist schon... Die sind selten und das ist ja unsere Aufgabe, es ist ja unsere Praxis und es ist das Training dieses Weges, dass diese Sachen öfter passieren und die anderen weniger. Ja? Und das wird so sein. Das wird so sein. Je mehr du glaubst, je mehr du die Praxis praktizierst und Allah dich zuwendet, je mehr du das tust, desto schwächer wird die andere Seite. Das ist einfach ein Gesetz. Weil Gesetz, natürlich, Allah ist Gesetz. Allah hat, es steht im Koran, haben wir gehört, der ist Daif. Shaitan ist Daif. Daif. Der ist schwach. Der macht hier einen auf Superman und der ist total schwach. Er ist gar nichts. Er ist eigentlich nichts. Macht nur Lärm. Und er schafft es, die Leute wegzuführen von Allah. Durch genau das, durch die Vorstellung, Emotionen, Vorstellung, was du und das Weltliche kommt ja damit rein, diese Sucht nach dem Weltlichen, irgendwas zu kriegen. Und die Sucht nach die Eitelkeit wird genährt, der Stolz wird genährt, der Neid wird genährt, die Eifersucht wird genährt, das berühmt werden wollen wird genährt, das etwas darstellen wollen wird genährt, das Erreichen, ich habe was erreicht wollen, wird genährt. Ja, das nährt der alles, der weiß genau Bescheid, die Tricks, die kennt er alle und dann stachelt er die Leute auf und die folgen ihm. Ja, so im Wesentlichen. Ne? Kann man sagen, oder, Sheikh Omar? Oh, English brothers, you don't understand this. This is a very complicated subject. We write you a letter, inshallah, about this. Yes? Oder nicht? Ich kann Untertitel machen, ne? Untertitel. Ja. Geht das? Geht. Ist nicht schwer? We make subtitles under the video, inshallah. Coming tomorrow, after tomorrow, 3 days, something like this, inshallah. Because we have to prepare for the night, inshallah. Wa min Allah tawfiq bi hurmat al-Fatiha. Amin.